So kommt heute nur noch selten Musik gehört. Früher war es die Vinyl, dann Kassette, später CD, der Download und heute Streaming. Das Medium, über welches wir Musik hören, ist sekundär. Außer das Medium kommt zum Problem. Spotify ist der wahrscheinliche Begriff. Das ist der Streaming-Anbieter aus Schweden. Genauer gesagt weltweiter als Schweizer Marktführer. Das Unternehmen hat grundsätzlich 2 Einnahmequellen. Den Verkauf von Abos sowie den Verkauf von Werbung über Gratisangebote. Das funktioniert für sie recht gut. Jahr für Jahr ist der Umsatz gestiegen und 2024 hat das Unternehmen zum ersten Mal einen Gewinn erzielen. Sogar der Musikindustrie gibt es heute finanziell so gut wie noch nie. Ist doch auch super, oder? Also finanziell ist das Streaming eigentlich wirklich ein bisschen der Tod vom Leben von Musik für uns. Oder doch nicht so super. Aber wer ist das? Also vom Streaming gibt es nicht viel Geld, oder? Das ist so. Wir sind natürlich auch ein paar Leute und das gibt kein Leben. Für Zürich West ist Streaming total vernachlässigbar. Und wir haben jetzt von der letzten Platte nach der Zeit, ich weiß nicht genau, wie viele Tonträger noch verkauft. Relativ viel im Vergleich zu anderen Bands, aber so, dass man vielleicht einfach, wenn man die Kosten berechnen würde, vielleicht nicht einmal kostendeckend wäre. Also wir haben 1,5 Jahre an dieser Platte gearbeitet. Und das ist eigentlich nicht zu zahlen. Das ist eigentlich nicht zu zahlen, so zu produzieren, wie wir das machen. Verkäufe von Tonträgern haben natürlich einen beträchtlichen Teil von unserem Einkommen ausgemacht. Und wir waren natürlich auch in der glücklichen Lage, dass wir Tonträger haben verkauft. Viel, oder meistens genug. Immer so, dass man wieder ein Jahr leben davon und arbeiten an neuem Material. Zusammen mit der Toureinnahmen hat das einfach ein Leben gegeben, im Prinzip. Wenn bei den Künstlern nichts ankommt, die Industrie aber so viel Geld verdient wie noch nie, wo geht denn das ganze Geld her? Nehmen wir als Beispiel ein Spotify-Einzel-Abo. In der Schweiz kostet das 13,95 im Monat. 8,1% kommen aus Mehrwertsteuer abgezogen. Von den Nettoeinnahmen behaltet Spotify ca. 30% aus Marge für sich. Die restlichen 70% landen in einem sogenannten Tantiementopf für die Nutzung der Songaufnahme sowie von der Komposition. 1/5 für das Werk, 4/5 für die Aufnahme. Häufig kümmert sich jedoch nicht der Musiker selber, sondern sein Label und/oder Verlag um solche Angelegenheiten. Wie hoch am Ende der Anteil der Musikerinnen ausfällt, hängt in diesem Fall vom Vertrag zwischen diesen Partien ab. Jetzt fehlt jedoch noch ein wichtiges Detail. Ein Stream ist nicht immer gleich viel wert. Wie die meisten anderen Anbieter nutzt Spotify das sogenannte Pro-Rata-Modell. Gehen wir für das nochmal zum Tantiementopf. Wir nehmen an, unser Service hat 100 Abonnentinnen, die alle 13,95 pro Monat zahlen. In diesem Fall würde rund 897 Franken im Topf landen. Der Betrag muss jetzt auf alle gestreamten Songs aufgeteilt kommen. Bei der monatlichen Aufteilung durch das Pro-Rata-Modell kommt gemessen, wie viel Prozent die Streams von jedem Song auf die Gesamtheit von allen Streams ausmachen. Macht der Song zum Beispiel 10% von allen Streams aus, erhalten die Rechteinhabenden in unserem Fall 89 Franken 70. Tönt doch eigentlich ganz fair. Je mehr ein Song gelost kommt, desto mehr bekommt er an den Einnahmen. Zu was führt das aber? Ja, es gibt im Pro-Rata-Modell verschiedene Sachen, die man anschauen muss. Zum Beispiel, dass es verschiedene Arten von Musikkonsum gibt und dass es verschiedene Arten von Musikstilen gibt. Also das heisst, es gibt Musikstile, die anders gehört werden.
Das heisst, vielleicht sie werden weniger gelost, andere werden vielleicht viel mehr genutzt. Oder? Also das sieht man vielleicht bei der jüngeren Generation, wenn es zum Beispiel im Hip-Hop, dass sind die Songs vielleicht kürzer und werden einfach massiv viel gelost. Oder? Hingegen in der Klassik ist vielleicht ein Konsument eher jemand, der vielleicht am Abend einmal irgendwie sich Zeit nimmt, herhockt und irgendwie die Songs hört und dann vielleicht aber auch mehr verschiedene Musik hört. Die zweite grosse Problematik ist, dass die Songs nicht alle gleich lang sind. Das heisst, wenn du einen kurzen Song hast, dann generierst du mit grösster Wahrscheinlichkeit mehr Umsatz. So einfach ist eine faire Aufteilung eben doch nicht gelöst. Ein alternatives Modell, das häufig aus fairer Variante als Pro Rata diskutiert wird, ist der User-Centric-Ansatz. Gehen wir für das nochmals zurück zu unserem Tantiementopf und teilen den mal ein bisschen anders auf. Beim User-Centric-Modell landen nämlich nicht alle Einnahmen in einem einzigen Topf, sondern pro Abonnement separat. Somit ist es möglich, dass die Abo-Einnahmen von jedem Hörenden genau an die Musikerinnen verteilt kommen, weil er oder sie wirklich gestreamt hat. Lass zum Beispiel User 53, also nur ein einziger Künstler, gibt den ganzen Topf an diesen Musiker. Userin 28 lässt 5 verschiedene Musikerinnen. Ihr Topf kommt prozentual auf die 5 Künstlerinnen aufgeteilt. Klingt doch schon besser. Es gibt aber noch nicht besonders viel Praxiserfahrung mit dem User-Centric-Modell. Von dem her ist noch nicht absehbar, ob es wirklich zu einer fairen Aufteilung der Einnahmen führt. Und das große Problem von beiden Modellen bleibt bestehen. Durch den globalen Charakter von Spotify und anderen Plattformen konkurrenziert jeder Musiker mit der ganzen Welt. Egal wie gross oder klein im Marketingbudget oder wie gut oder schlecht im Kontakt zu den Plattformen sind. Ich verdiene 0,002 Cent pro Stream. Leb mein Dream, check die Existenz ist real. Ich eigentlich mit dieser Line zeigen, so, ich komme wenig für einen Stream über. Aber ich bin da. Irgendwie so ist das so ein bisschen die Aussage von dieser Line mässig. Ja. Ich bin der Lukas, alias Luke, als Musiker. Eigentlich seit 17, 18 Jahren bald irgendwie am Texten und Sachen entwerfen, aber seit 5 Jahren mittlerweile selbstständig als professionell schaffender Musiker. Die Realität ist, ich mache schweizerdeutsche Musik. Das ist ja nur schon in der Schweiz, fällt praktisch fast die ganze Romandie weg, das Tessin. Also nochmal 4 Millionen Menschen, die fast weggehen, oder 3 Millionen im Gesamten. Es ist so ein kleiner Markt. Ich rechne wie nicht mit dem Streaming. Und ich glaube, so in der Schweiz ist das schwierig, ausser du schaffst es mega über die Grenzen raus, aber du müsstest extrem viele Streams haben, dass du so einen Berufslehrer-Mindestlohn im Monat hast mit Streams. Also es gibt es, aber nicht so viel. Eher weniger. Bei meiner Grössenordnung an Streams, was ich mache, hätte ich jetzt gesagt, sind so plus minus im Monat zwischen irgendwie vielleicht. Ja, es ist eben etwa so 700-800 Stutz, hätte ich so gesagt, glaube ich. Ist es bei mir, glaube ich, etwa pro Monat. Konzert ist vor allem das, was Geld gibt. Ich gebe noch Workshops an Schulen oder in Jugendzentren oder auch schon erwachsene Menschen. Ich gebe noch Workshops über das Urheberrecht in der Schweiz. Ich habe auch schon 1, 2 irgendwie so Werbe- oder halt so, wie sagt man, bezahlte Kampagnen gemacht. Nicht in dem Sinn ein Lohn, den du immer hast. Ähnliche Erfahrungen hat Florin mit ihrer Band Navy gemacht. Aber am besten erzählt ihr das gerade selber. Sur mon Spotify, par exemple, j'ai, si je cumule tout, passé 20 millions d'écoutes. Si je cumule tout. C'est beaucoup d'écoutes et c'est beaucoup de gens. Mais en fait, je suis toujours broke. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a un problème dans la conceptualisation de qu'est-ce que c'est de faire de la musique et de qu'est-ce que c'est d'être musicien ou musicienne comme métier. Mais en fait, non, c'est pas gratuit. Mais du coup, on n'est vraiment pas payé suffisamment pour avoir un studio. Ça, c'est pas mon studio. Moi, j'ai pas de studio à mon nom, tu vois. Mais il faut quand même que je paye pour venir. Enfin, tu vois.
Donc non, je pourrais pas survivre qu'avec les streams. Je pourrais pas. Pour avoir un tout petit peu de reconnaissance, un tout petit peu de crédibilité face à d'autres, enfin face à des marques, face à des labels, face à des trucs, puis qu'on prenne pas un peu pour une débile, ou qu'on n'essaye pas de te sucrer tout ton argent ou tous tes trucs, ben tu dois tout construire toi d'abord un peu. Ich nehme kurz vor, du kommst dir gut vor, du machst dir gut Brot, du versagst, Nummer 1 Poli. Und was wie lustig ist, ist wie, je kleiner oder weniger der Brand genutzt wird von Menschen, desto besser zahlen sie dir eigentlich aus. Also, wie geht das? Je weniger Leute als die jungen Anbieter nutzen, desto mehr Geld erhalten die Künstlerinnen. Je nachdem stimmt das. Weniger Nutzende bedeutet zwar weniger Abos, was wiederum zu weniger Einnahmen führt. Häufig sind die Nutzenden von kleineren Plattformen jedoch nicht besonders interessiert an den Stars, weil er auf Spotify abkassieren, sondern auf der Suche nach unbekannteren Musikschaffenden. Das führt dazu, dass prozentual mehr Geld für mittlere und kleinere Artists übrig bleibt. Also wenn du Taylor Swift bist, dann verdienst du auf jeden Fall bei Spotify mehr, weil viel mehr Leute bei Spotify streamen. Aber wenn du eine Künstlerin bist oder ein Künstler, der weniger bekannt ist und ja bei den anderen eher unterm Radar läuft, dann kommst du auf jeden Fall bei Kubas besser weg, weil die bei den anderen Plattformen durchrutschen. Man hätte bei Spotify aber überhaupt zu sagen. Die Unternehmensanteile sind schliesslich über verschiedenste Shareholder verteilt. Die wichtigsten Partien sind aber ganz klar die beiden Gründer, der Daniel Egger und Martin Lorenzon. Zusammen haben sie rund 70% vom Stimmrecht. Ganz so selbstständig macht die beiden das aber noch nicht. Schließlich brauchen sie ja noch jede Menge an Musikrecht. Und die liegen hauptsächlich bei den Labels. Besser gesagt bei den Major-Labels. Universal, Warner und Sony. Zusammen haben sie eine Marktmacht von rund 70% und besitzen somit den Grossteil von allen Masterrechten. Ohne sie würde auf Spotify nicht mehr so viel Musik laufen. Von dem her haben sie meistens ein bisschen mehr als nur als Wörtchen mitzureden. Aber fragen wir sie doch gerade selber. Leider stehen wir momentan aus Kapazitätsgründen nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. Für einen Dokumentarfilm stehen wir von Sony Music nicht zur Verfügung. Es ist jedoch empfohlen, beim Branchenverband IFPI nachzufragen. Aber auch dort hat irgendwie niemand etwas zum Thema sagen. IFPI Schweiz steht als Musikverband eher bei der Vermittlung von Fakten zur Verfügung. Meinungen oder Einschätzungen über Themen, mit denen wir wenig oder keine Berührungspunkte haben, überlassen wir daher betroffenen Musikschaffenden, welche aktiv mit den verschiedenen Prozessen vertraut sind. Durch einen Zufall bin ich schlussendlich in Kontakt gekommen mit einer ehemals angestellten Person von Capitol Records, einem Sublabel von Universal, weil ich es bevorzugt, anonym zu bleiben. Warum wollen die Majors kein Interview über ihre Position bei Spotify geben? Weil sie als die coolen Typen gesehen werden wollen. Als Musikliebhaber und die, welche Musikschaffende unterstützen, während sie in Wirklichkeit nur Geschäftsleute in lockerer Kleidung sind. Ich kenne viele Künstler, die unter den großen Plattenfirmen gelitten haben, sehr sogar. Geld ist das Hauptthema und eigentliche Ziel. Kreativität kommt zuletzt. Können die Majors Streaming-Anbieter zu ihrem Vorteil beeinflussen? Ja, da sie den Großteil aller Masterrechte besitzen und die Lizenzierung kontrollieren, ist es im Interesse von Spotify, ihnen zu geben, was sie wollen. Es ist für beide Seiten vorteilhaft. Spotify bewirbt zum Beispiel die Künstlerinnen, um welche die Majors bitten. Dafür bezahlen sie auch Spotify-Playlist-Kuratoren. MusikerInnen verdienen nicht viel an den Streaming-Diensten. So gut wie nichts. Dort noch schlimmer als vermutet. Ist es denn früher einfacher gewesen, von seiner Musik zu überleben? Es war viel einfacher gewesen, aber es haben viel weniger Chancen gehabt. Das ist so ein der Ausgleich. Sorry, da fehlt etwas. Der Pablo ist seit Jahren in der Schweizer Rap-Szene aktiv und unter anderem Moderator beim SRF. Vor allem bekannt ist er für seine Rolle beim Hip-Hop-Format SRF Bounce. Aber jetzt zurück zum Pablo.
Ich glaube, früher hatten viel weniger eine Chance gehabt, überhaupt an ein Studio zu gelangen, wegen der technischen Mittel. Dann Bekanntheitshürden, du musst wirklich bei einem Label eigentlich müssen sein. Du hast noch die klassischen Radiobemusterungen, Video, Single-Auskopplungen müssen machen. Du hast nicht so DIY, Guerilla-Marketing betreiben. Und darum hat man halt nur wenige gekannt oder wenige haben überhaupt ein Spotlight bekommen. Aber die, die es dann hatten, haben halt eher davon leben, weil du halt noch wirklich CDs verkauft hast. Also es ist wie so einfacher geworden, eine Plattform zu finden, aber viel schwieriger geworden, rauszustechen. Wo siehst du das Problem vom Musikstreaming? Ja, einfach, dass es eine gottlose Scheissindustrie ist und dass gerade spezifisch Spotify wirklich ein sehr loser Apparat ist. Und die Musik selber, dort merkt man auch, dass es einen mega Einfluss hat auf die Kunst. Kurze Songs sind halt mega Fashion geworden, weil wenn du die Leute nicht in den ersten 20 Sekunden hast, dann muss ein Song sein, wo der Refrain gerade kommt am Anfang. Wenn du die nicht hast, dann skippen sie weiter und dann sinkst du im Algorithmus. Also gewinnen die Songs, die am einfachsten verständlich sind. Und das ist halt, das beißt sich mit Kunst. Weil Kunst ja auch dafür da ist, Grenzen zu sprengen und Komfortzonen aufzumachen. Und es bringt mit sich, dass dann mega viel Kunst extrem generisch wird und alles gleich tönt, weil sie so trimmt ist auf den Fokus von eben, nur was der Masse gefällt, ist gut und wird belohnt. Und das wird immer einfacher und immer dümmer. Was macht Streaming also mit dem Wert der Musik? Nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Was ich das Schlimmste finde, ist, dass die Musik insgesamt gesellschaftlich gesehen an Wert verloren hat. Also auf der einen Seite haben wir Streaming, das fast nichts kostet. Das heisst, also, die Musik das ist gar nicht im Budget drin, dass Musik etwas kostet. Das ist das eine. Und dadurch hat sich in den Köpfen festgesetzt, ja, also eigentlich für Musik muss man nicht zahlen. Also warum soll ich für ein Konzert zahlen? Und das hat dazu geführt, dass Musikerinnen und Musiker das wegfallende Geld, weil noch mehr Alben verkauft werden, dass sie das nicht kompensieren können durch höhere Gagen. Weil die Gagen sind auch runtergegangen. Und das ist aus Sicht der Kulturschaffenden eine ziemliche Katastrophe. Es läuft also ganz schön viel falsch. Vor allem für kleine und mittelgroße Künstlerinnen, weil ihre Kunst nicht dem Algorithmus wie opfern, kommt es immer schwieriger, von ihrer Arbeit zu leben. Ist sozial nachhaltiges Streaming überhaupt möglich oder nur eine Wunschvorstellung? Ich glaube schon, dass es möglich wäre, ein sozial nachhaltiges Streaming-System zu etablieren. Es ist echt die Frage, ist der Mensch bereit, mehr zu zahlen in einem Laden für einen Joghurt, der nachhaltig produziert ist, weder das günstigere zu kaufen, weil er einfach auf das Portemonnaie schaut. Dort entscheidet schlussendlich eben wieder auch der Markt in unserem geldregulierten System. Oder? Und es hängt schlussendlich hängt es auch von den KonsumentInnen ab, ob sie bereit sind, diesen Preis zu zahlen oder nicht. Das ideale Verteilsystem ist genau so, wie es auf dieser Welt jetzt ändern muss. Das ist nämlich, wir nehmen all denen, die viel zu viel haben oder fast alles haben, nehmen wir weg und verteilen es unter denen, die nichts haben. Also das ist die einzige Variante, die längerfristig funktionieren kann. Und das ist beim Streaming genau das Gleiche. Il y a de la musique partout, mais ça reste un métier qu'on considère comme un métier qui est un peu en dessous des autres parce que c'est pas un vrai métier, c'est trop de plaisir pour que ce soit un métier, tu vois. Donc voilà, je pense que ça fait partie des gros trucs qui doivent changer. En Suisse après, je sais pas, le Streaming. Ja, also ich sehe es auf jeden Fall die Aufgabe in dem Sinn, über das Politische das zu erreichen, 100%. Weil die oben müssen nicht mehr haben, bei denen läuft. und die unten brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Also mehr so Mitte runter die Unterstützung. So. Und alles ist Politik. Nichts ist nicht politisch.